Wir haben den 2. April und wir haben den Campingplatz in Gipiona verlassen und sind ca. 80 Kilometer weiter Richtung Süden gefahren und sind jetzt in der Nähe von der Stadt Conil. Dort gibt es einen großen Stellplatz, darüber möchte ich in diesem Video berichten und natürlich auch über die Umgebung. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt eine Zufahrtsstraße, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Stellplatz anzufahren. Da muss man mal genau schauen bei Google Maps, was da besser ist. Diese ist nicht so besonders breit, aber man kommt hin. Man sollte ein bisschen genau schauen und nicht nur dem Navi in diesem Fall vertrauen, denn wir haben gesehen beim Navi, dass er da einige Strecken nimmt, die sehr schwierig sind. Wir haben diesen Stellplatz gefunden bei Stellplatzradar, bei der App und bei der App vom Park4Night. Die Koordinaten, die beim Stellplatzradar angegeben sind, die sind nicht ganz richtig. Also ich blende später nochmal die Koordinaten, die richtigen Koordinaten hier ein. Circa 1 Kilometer muss man auf dieser schmalen Straße fahren, dann erreicht man den Stellplatz. In dieser Region gibt es viele Surfer, Wellenreiter. Das ist hier ganz stark angesagt, das werden wir dann später noch sehen. So, jetzt erreichen wir den Stellplatz. Die Schranke geht automatisch hoch und wir fahren noch ein kleines Stück vor und parken dann erstmal. Ich bin dann reingegangen in die Rezeption. Man braucht seinen Personalausweis zur Anmeldung und noch einige persönliche Daten. Plätze werden hier zugewiesen. Wir haben einen langen Platz von 10 Meter Länge. Weil wir 8,50 Meter sind, passen wir auf die kürzeren Plätze nicht drauf. Strom ist bei diesen Plätzen inklusive und wir zahlen so 23 € inklusive Strom pro Tag. Ich habe mir dann die Parzelle erstmal angesehen, ob das alles so klappt und wir da so drauf passen, aber ist alles okay und so fahren wir jetzt auf die Parzelle. Es handelt sich um einen großen Stellplatz, er hat mehr als 100 Parzellen oder Plätze. Wir hätten eigentlich keinen Strom gebraucht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man bei den großen Plätzen nur mit Strom buchen. Man sieht, der Boden ist stellenweise noch weich. Das hängt mit dem starken Regen zusammen, den es in der Osterwoche gegeben hat hier. Auf jeder Parzelle liegt ein Stück Kunstrasen. Das soll dann so sein, dass man dort dann Tisch und Stühle draufstellt, damit man dann mit sauberen Füßen ins Mobil gehen kann. Das funktioniert aber nur bedingt, da dieser Kunstrasen auch schon voller Sand liegt. Man sieht, im Moment ist hier viel Platz, viele freie Plätze. Das hat sich aber am Abend geändert. Hier sehen wir jetzt den Stromanschluss. Er ist abgesichert mit 6 Ampere. Jeder Platz hat auch einen Wasseranschluss. Allerdings habe ich gleich das Hinweisschild gesehen, kein Trinkwasser. Ich habe mich dann mit den Nachbarn unterhalten. Die haben mir dann gesagt, wenn man den Tank befüllt mit einem Filter, wäre das kein Problem. Man kann hier auch nur am Tage stehen, das heißt wie parken mit dem Wohnmobil. Dann gibt es eine Tagespauschale von morgens 9 bis 20 Uhr für 12,80 €. Das ist wahrscheinlich interessant für die vielen Surfer, die hier auch am Tage stehen und dann von hier aus ganz schnell am Meer sind. Die meisten Parzellen haben hier eine Breite von ca. 5,50 Meter. In der Länge sind sie unterschiedlich 10 Meter, wo wir stehen. Und dann gibt es auch Parzellen, die nur 8 Meter sind. Dann einige wenige Plätze sind sehr groß. Da stehen unter anderem, ja, hier in diesem Fall ein umgebauter Reisebus. Hier sind auch Wohnwagen willkommen, also wer mit seinem Gespann hier kommen möchte, kein Problem. Und Hunde sind hier auch erlaubt und kosten auch nichts extra. Es gibt auch eine sanitäre Anlage hier. Sie ist einfach. Ja, wer es braucht, kann es nutzen. Wir haben es nicht genutzt. Es gibt hier auch eine End- und Versorgung. Wenn man drauf fährt, ist das kostenpflichtig, das Ablassen von Grauwasser oder Fäkalien. Wenn man nur die Kassette ausschütten möchte, das ist kostenfrei. Am Abend füllte sich der Platz
Meistens sind es Surfer, junge Leute, die hier 1, 2 Nächte bleiben. Das Beste ist natürlich der Strand hier. Er ist nur, ja, vielleicht 100, 150 Meter vom Stellplatz entfernt. Man hat uns schon häufiger von diesen schönen Stränden erzählt, aber es ist ja mal am besten, man fährt mal selber hin und schaut sich das Ganze hier an. Also ist schon toll hier. Wer Wasser und Strand mag, der ist hier, glaube ich, genau richtig. Man sieht hier auch keine Rentner oder ganz, ganz wenige. Überwiegend sieht man hier junge Leute mit ihren Surfbrettern und da ist schon manchmal interessant, da ein bisschen zuzuschauen. Natürlich würde es reizen, jetzt hier ins Meer schwimmen zu gehen, aber die Wassertemperaturen halten uns doch davon ab. Ich würde mal schätzen, so 15, 16 Grad, mehr wird das Wasser hier nicht haben. Ich habe mal nachgeschaut, die Temperaturen steigen jetzt langsam, die Wassertemperaturen. Im Mai sind sie dann bei 17, 18 Grad. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich muss nicht unbedingt Strand in der Nähe des Stellplatzes haben, aber so wie in diesem Fall, ich finde es doch schön, wenn man so einen tollen Strand hat. Insgesamt soll der Strand eine Länge hier von 14 Kilometern haben. Parallel zum Strand verläuft eine asphaltierte Straße, die kann man zum Beispiel in Richtung Conil etwa 2 Kilometer fahren. Die Straße ist nicht sehr breit, ein bisschen vorsichtig, wer hier mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Es wird manchmal eng und man kann hier auch nirgendwo stehen mit dem Wohnmobil. Einige versuchen es dann hier irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo sie dann mit dem Mobil parken können. Das ist nicht möglich und da, wo Freiflächen sind, steht ein großes Schild, dass Parken für Wohnmobile nicht erlaubt ist. Vorbei kommen wir hier an Bars, Surfschulen und an vielen Shops, wo man auch Kleidung kaufen kann. Es gibt hier an dieser Straße auch einen kleinen Supermarkt, der so das Wichtigste hat, was man so für das tägliche Leben braucht. Wer einen größeren Einkauf tätigen möchte, der muss zur Stadt Conil fahren. Es sind bis dorthin etwa 8 Kilometer. Man kann nicht nur diese Straße hier fahren, die wir jetzt fahren, sondern nachher am Ende dieser Straße geht es nur noch so per Fahrradweg oder holprigen Feldweg weiter, wo man dann zur Hauptstraße fahren kann. Und dort gibt es dann einen Fahrradweg, wo man dann zur Stadt Conil kommt. Dieser gut ausgebaute Fahrradweg führt bis zur Stadt Conil hin. Alles recht eben, also man kann ohne große Anstrengungen hier fahren. Jetzt haben wir die Stadt Conil erreicht. Sie hat ca. 23.000 Einwohner. Im Sommer tummeln sich hier bis zu 80.000 Touristen. Ja. Wir sind erst einmal ein Stück parallel zur Promenade mit dem Fahrrad gefahren, dann mal abgebogen in die Stadt. Hier gibt es auch viele Cafés, Restaurants, Bars. Wir sind allerdings nur ein kurzes Stück durch die Stadt gefahren. Angenehmer war es für uns, am Meer entlang zu fahren. Wenn man die Promenade bis zum Ende fährt, kommt man an eine Stelle, dort gibt es eine etwas erhöhte Fläche. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf den gesamten Strandabschnitt. Wir hatten dann aber noch ein weiteres Ziel, und zwar gibt es außerhalb von Conil einen Campingplatz und den haben wir uns angeschaut und da zeige ich jetzt mal ein paar Bilder von diesem Platz. Dieser Platz wurde uns von Freunden empfohlen und deshalb wollten wir uns ihn gerne mal anschauen. Der Campingplatz liegt nicht direkt am Meer, ist ca. 2 Kilometer vom Meer entfernt. Er hat 300 Parzellen und soll im Winter auch immer fast ausgebucht sein. Was uns gleich aufgefallen ist, der Platz hat viele Bäume, das ist im Prinzip ja nicht schlecht, aber in den Wintermonaten, wenn die Sonne flach steht, dann können diese Bäume auch einen großen Schatten werfen. Die Plätze sind durch Hecken und Bäume getrennt und haben eine unterschiedliche Größe. Es gibt spezielle Plätze für sehr große Mobile. Der gesamte Platz machte einen sauberen und ordentlichen Eindruck.
Wir haben uns von anderen Campern sagen lassen, dass der Platz für den nächsten Winter auch schon fast ausgebucht ist. Pool und ein Restaurant sind auch vorhanden. Es gibt auch Bungalows, die man hier auf diesem Platz mieten kann. Wir haben uns nicht den gesamten Platz angesehen, wir wollten uns nur mal so einen Eindruck verschaffen, wie es dort aussieht. Wer sich für so einen Platz interessiert, ich verlinke die Internetadresse mal unter dem Video im Text. Es gibt noch weitere Campingplätze in Conil, die haben wir uns allerdings nicht angesehen. Für uns ging es jetzt mit dem Fahrrad wieder durch die Stadt zurück zu unserem Stellplatz. Man muss nicht unbedingt bis nach Conil fahren, um vielleicht shoppen zu gehen. Das geht direkt vom Stellplatz aus. In unmittelbarer Nähe gibt es Shops für Kleidung und natürlich auch gastronomische Betriebe. Für Frauen ist sowas ja immer interessant und Rita hat sich auch für einige neue Kleidungsstücke entschieden. Zurück zum Stellplatz. Der Stellplatz war überwiegend gut besucht, aber es gab immer noch wieder freie Plätze. Wir waren auf diesem Stellplatz 3 Nächte und 3 Tage und dann ging es für uns weiter. Für uns war hier soweit alles okay. Natürlich ist dieser Platz auch nicht perfekt, aber wo findet man schon perfekte Plätze? Für uns ist immer mal interessant, wieder was anderes zu sehen und nicht nur auf einem Platz zu stehen. Es ging dann noch auf die Entsorgung. Ja, die hat man etwas unglücklich gestaltet mit so Abtrennungen. Es sind 3 Boxen. Man hätte vielleicht nur 2 machen sollen und dann die etwas großzügiger machen sollen. Man kommt rauf mit einem großen Fahrzeug. Was wir hinterher festgestellt haben, die Pfähle kann man rausnehmen, sodass man besser rauffahren kann. Halt mal so an. Fürs Entsorgen haben wir dann nochmal 3 Euro bezahlt und dann haben wir den Platz verlassen. Es geht für uns jetzt Richtung Mittelmeer und zwar ist unser nächstes Ziel Torox. Dort wollen wir zu dem Stellplatz Mulika. Zurück nehmen wir jetzt eine andere Strecke wie bei der Anfahrt. Wir fahren jetzt also erstmal ein Stückchen Richtung Meer, sind nur 150 Meter. Und dann geht es hier jetzt links ab und dann bis zum nächsten Kreisverkehr, dort wieder links. Und dann hat man eine normale breite Straße und kommt dann zur Autobahn. Das war's mal wieder, ein Bericht zu unserer Spanienreise. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.